Es geht weiter in der Dunkelheit. Hier ist ja ein bisschen Licht. Reicht das, damit er nicht zittert? Ja, schön. Es gibt noch einen Weg, den ich nochmal untersuchen muss. Ich hoffe, hier ist nichts. Okay. Es gibt einen Weg, den ich noch nicht untersucht habe. Der war... Ich glaube hier hinten. Ein Feind. Ach du Scheiße. Wo war die Tür? Da. Und wir nach oben. Raus hier. Es war unvermeidlich, die Erschütterung auf der Straße weckte seine Aufmerksamkeit, als er die Fensterläden öffnete. Eröffneten die französischen Soldaten das Feuer auf die zwei zurückfeuernden jungen Männer. Ach, als die Fensterläden öffneten die bla. Ach, ist mir egal jetzt. Ich frag mich echt, was hier vor sich geht. Dass hier überall auf immer Organe und so sind. So. Muss ich das jetzt einfach alles... Chemikalien müssen mit einer geeigneten Temperatur vorbereitet werden. Was zum Heilen. Okay, wo war das Labor? Ich weiß es gar nicht mehr. Was hier oben? Archive? Bäh. Unten war nichts. Alles zu fein. Ist hier irgendwas? Wo war denn das Labor? Moment, da war der Weinkeller? Labor. Er setzte sich bei der Kaspar, was ist das denn? Nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte. Boah, nee, das kann ich nicht mehr so schnell lesen. Habe ich hier so viel Licht gemacht? Ich weiß es gar nicht. So. Da. Okay. Achso, da ist es. 4 verschiedene, ja. Nummer 1. Nummer 2. 3. Oh Gott. Nummer 4. Und jetzt?
Zuerst müssen die Brenner angestellt werden. So. Halt die Link um... Aha, gut. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Säuretopf. Okay. Warum war das klar? Notizen? Nee. Mementos. Die Treppen sind eingeschaltet. Finde einen Weg, um zurückzuklettern. Ja, lol. Oh, da liegt noch Öl. So. Was auch immer das gerade war. Eingangshalle. So. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britisches Territorium erreichte, musste nur Kabine auf der SS Hortensia nach London reserviert werden. So. Noch mehr von diesem organischen Zeug. Ich frage mich echt, was hier vor sich geht. So, jetzt muss ich aber nach hier unten. Das steht fest. Es führt kein Weg drum herum. So. Raffinerie. Das Leinentuch roch nach Wüste und feuchtem Moschus. Die Stücke lagen durcheinandergewürfelt darüber. Zu viel, dachte er, oder vielleicht zu wenige. Okay. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Oh je. Immer schön dem Weg folgen. So. Sei vorsichtig, wenn Feinde in der Nähe sind. Wo ist denn schon wieder ein Feind? Oh Mann. Ach, da hinten. Okay. Leichte Kopfschmerzen, eine Schnittwunde und blaue Flecken. Was haben wir denn hier? Öl.
Haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier so ein Laudan. 22nd of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Der Kopf drin und die Hände zittern. Ist von der anderen Seite blockiert. Okay. Thunderbüchse. Ah! Die große Truhe kann ich anscheinend nicht verschieben. Ah, die kleinen. Moment mal, ist das nicht aus der Demo? Kommt mir so bekannt vor. Kann gut sein. Thunderbüchse 2. Ich mache hier irgendwo mal Licht in der Mitte. Oder hier am Rand. So. Oh, da liegt ja auch noch eine Thunderbüchse. So. Sie schlägt fest, etwas blockiert die Kurbel. Und die Rollen. Ja, das da oben. Ich kann sie von hier aus nicht festhalten, ne? Kann ich einen Stuhl oder so nehmen? Oder eine Kiste? Mal sehen. Ich weiß es nicht mehr. Zack. Muss ich da runter? Jetzt schon? Komme ich dann überhaupt wieder hoch? Weil da gab es noch so viel anderes Zeug. Oder noch andere Wege. Ich versuche erstmal weiter zu gucken. Was wir hier noch haben. Falls hier überhaupt noch irgendwo was ist. Da liegt ein Zettel. Oh Gott. 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today,
I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Okay. Gut. Oh. Kann ich auch meinen geistigen Zustand... Wie erhöhe ich den geistigen Zustand? Weil das ist hier nur für, körperlich. Vielleicht, wenn ich im Licht bleibe. Auf jeden Fall geht's hier erst beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin beim Indiana Jones.